Du bist Vertriebsleiter in der Industrie und musst immer noch zusehen, wie deine Vertriebler alle Angebote persönlich machen. Self-Service-Portale hast du nur gehört, aber nicht in deinem Betrieb implementiert. Und eure Kunden richten sich immer noch an die Telefonzeiten von 9 bis 17 Uhr, um einen Termin zu vereinbaren mit dem Vertriebler, um ein Angebot zu bekommen. Dann bleib dran, denn dann könnte das Thema Produktkonfiguratoren mit Self-Service-Apps für dich interessant sein. Mein Name ist Patrick Beck von Rescale Consulting und in diesem Video stelle ich dir die Herausforderungen vor, die es bei so einer Einführung von einem Produktkonfigurator gibt. Wir werden auf unbequeme Wahrheiten eingehen und wir werden herausfinden, was du tun kannst, um von so einem Produktkonfigurator zu profitieren. Die Probleme, die sich ergeben, wenn du so einen Produktkonfigurator nicht hast, sind eigentlich die große Abhängigkeit von deinem Vertriebsmitarbeiter oder deinem Vertriebsteam letztlich. Weil die Kunden müssen präsent sein, sie müssen anrufen, sie müssen schreiben, sie müssen Zeit finden, aber auch letztlich der Vertriebsmitarbeiter. Er muss ja auch sich die Zeit nehmen, es muss abgestimmt werden und letztlich dann auch die Konfiguration der Produkte und die Abstimmung muss man jemandem erklären, das meistens auch per Telefon oder per Mail nicht visuell oder unterstützt, außer natürlich, man hat sich dann vor Ort und hat einen Termin gefunden, hat die Absprachen und ist dann dediziert irgendwo verfügbar. Und das macht das Ganze natürlich auch relativ teuer, die Bearbeitung, da sehr viel Aufwand betrieben muss. Also auch für kleine Kunden, für mittelgroße Kunden, für auch kleinere Aufträge oder die jetzt noch nicht vakant sind. Und und Kunden, die woanders direkt Antworten finden, verliert man in der Regel. Aber was ist ein Produktkonfigurator überhaupt? Also wir gehen ja darauf ein, dass wir eine Lösung haben möchten, die es ermöglicht, dem Kunden zu kaufen und sich zu informieren, ohne dass jemand am anderen Ende jemanden beraten muss, dass er verfügbar sein muss. Bedeutet, wir haben eine digitale Lösung, die es ermöglicht, dem Kunden sich über das Produkt beraten zu lassen, über das Produkt zu informieren, mögliche Konfigurationen zusammenzustellen, um dann eine vorherige oder sag ich mal vorläufige Kaufentscheidung zu treffen, sich möglicherweise noch ein Angebot einzuholen oder ein verbindliches Angebot einzuholen und dann noch in den Kauf zu gehen. Bedeutet, wenn der Kunde in der Vergleichsphase ist und auf einen Produktkonfigurator trifft, hat er die Möglichkeit, schon mal sich vorab mit den konkreten Leistungen und den Kosten des Produkts für dein Unternehmen zu informieren, bevor er praktisch in den nächsten Schritt geht, bevor er die Arbeit macht, eine Anfrage zu stellen, eine Telefonnummer zu wählen und sich mit dem Unternehmen weiter auseinanderzusetzen. Bedeutet, wir haben eine direkte Verfügbarkeit von bestimmten Leistungen über diese Self-Service-Portale. Self-Service-Portale ist im Prinzip nichts anderes als natürlich die Selbstbedienung. Und jeder kennt das, der natürlich selbst im Internet shoppen war als Konsument. Wenn man auf Amazon ein Produkt kauft, um das mal als Beispiel zu nennen, hat man nicht nur die Möglichkeit, das online zu bezahlen, zu bekommen und auch teilweise online die Zustellung zu verfolgen, sondern man kann auch die komplette Rücksendung abwickeln, Support abwickeln, Hilfe anfordern. Man hat also einen sehr großen Umfang und auch sogar die Produkthandbücher werden zur Verfügung gestellt, sodass es eben möglichst wenig Not gibt, sich telefonisch mit einem Support auseinanderzusetzen für Dinge, die repetitiv erledigbar sind. Und das geht auch im Business-Umfeld, indem man hingeht und ja, auch praktisch diese Datenkonsistenz herstellt, das heißt an das ERP anbindet, an also sozusagen die Produktkataloge, an die Produktdatenbanken, aber auch an die Kundendatenbanken. Denn wie beispielsweise im CRM werden ja spezifische Kundeninformationen gespeichert, die hilfreich sind, um praktisch Rabatte, die nur für bestimmte Kunden oder Kundengruppen gelten, auch zu adressieren. So kann man beispielsweise benutzerspezifische Logins in Produktkonfiguratoren mit integrieren, wenn man das möchte, und die dann auch Zugriff auf andere
Module oder andere Varianten von Produkten und auch anderen Preisen geben. Und natürlich muss man darauf achten, dass man da keine veralteten Daten ähm, verursacht, indem man diese nicht ordnungsgemäß synchronisiert. Und man muss natürlich auch darauf achten, dass man nicht diese Beratungskompetenz verliert, die ja dein Unternehmen ja letztlich auch so ausmachen. Dass die Beratung und die, 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 ähm, die Intelligenz, die man in der Kommunikation mit dem Kunden bewiesen hat und die ja auch wertvoll ist, dass man die nicht wegdigitalisiert, sondern ergänzt. Und dass man hingeht und repetitive Aufgaben integriert, während man die Optionen gibt, wieder in Kontakt zu treten. Oder auch natürlich hybride Konfigurationsmodelle macht. Bedeutet Self-Service-Portale oder Apps mit der Beratung, möglicherweise auch mit einer AI-Assistenz, indem man hingeht und sagt, die wichtigsten konkreten Fragen, Handbücher, Vergleiche werden in ein KI-System implementiert und Kunden können spezifisch nur basierend auf diesen Daten halt Fragen stellen und sich konkrete Handlungsempfehlungen oder konkrete Antworten heraussuchen lassen, damit sie diese eben nicht selber recherchieren müssen. Was eine sehr große Hilfe ist für Kunden, die sich ansonsten durch 50-seitige PDFs wühlen müssten. Das mag ja wirklich niemand. Es ist viel einfacher, wenn sie in einem Format, wie sie es auch letztlich in einem Messenger-Dienst tun würden, Antworten bekommen, indem sie, sag ich mal, intelligent Fragen stellen und möglichst intelligente Antworten auch zurückerhalten. Und das kann man auch trainieren. Das kann man umso besser trainieren, wenn es auch diese Daten schon gibt. Und natürlich robuste Datenstrukturen schaffen ist da elementar. Und auch die Komplexitätsfalle ist da nicht zu unterschätzen. Viele Unternehmen haben sehr komplexe Produkte mit sehr vielen Varianten. Teilweise geht das in die Varianten, in die Millionen. Und natürlich muss man sich überlegen, was kann man in so einem Schema, in so einem Portal dem Kunden zumuten? Geht man über eine künstliche Verknappung? Geht man über eine bestimmte Filterung? Da macht das Pareto-Prinzip natürlich Sinn, um einfach den Großteil abzufangen, mit immer der Ergänzung für individuelle Anfragen, um alternative Optionen offen zu lassen. Dann kann man, wenn man von Pareto einfach mal hier ausgeht, natürlich einen Großteil komplett weg digitalisieren und dem Kunden gleichzeitig einen riesen Gefallen tun. Und natürlich braucht man diesen werteorientierten Prozess trotzdem. Das heißt, den Fokus auf kundenspezifische Lösungen statt reiner Produktkonfiguration. Bedeutet, man geht ja auch hin und guckt, was macht der Vertrieb sonst und schaut, dass man das abstrahiert auf eine digitale Lösung anwendet. Also wenn der Vertrieb immer Systemmodelle und Systemkomponenten, also sozusagen Systemlösungen anbietet, dass man auch hingeht und die Anwendung auch so aufbaut. Ne? Und dann hat man natürlich riesige Vorteile daraus erzielt. Also eine ständige, unmittelbare Verfügbarkeit, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und ja, den direkten Verkauf über die Überleitung in so ein System, wo man Anfragen oder Bestellungen auslösen kann, ist eine Möglichkeit. Oder die Überleitung eben in den Sales. Das heißt, dass man Anfragen stellt und der Sales-Mitarbeiter dann halt diese manuell abarbeitet. Sind Optionen, die es dann gibt, um aus diesem unverbindlichen Schaumodus wirklich Umsatz zu generieren, den es sonst nicht hätte an diesem Tag, Nachmittag oder Abend gegeben hätte. Ja, also die Entwicklung und Implementierung von so einem Produktkonfigurator ist natürlich nicht trivial. Strategisch hat das sehr weitreichende Entscheidungen und natürlich eine richtige Umsetzung verbessert die Kundenbeziehung, statt sie zu verschlechtern. Und man hat natürlich mehr Gewinn statt Verlust von Wettbewerbsfähigkeit. Und um Risiken zu vermeiden, ist es natürlich wichtig, da eine ganzheitliche Strategie zu formen. Und ja, Rescale Consulting hat da Expertise, um solche komplexen Transformationen zu gestalten und natürlich auch die Erfahrung aus bestehenden Projekten. Und wenn das für dich interessant klingt, dann vereinbare jetzt ein kostenloses Strategiegespräch. Geh darüber einfach auf rescale.ch oder auch
in der Beschreibung verlinkt. Trag deine Kontaktdaten ein und wir sprechen dann gemeinsam, finden heraus, wie ein Produktkonfigurator in deinem Unternehmen Mehrwert schaffen kann und schauen dann, was die nächsten Schritte für dein Unternehmen sein können und was es dafür für Lösungen geben kann. Ja, hast du Lust auf weitere Einblicke in die Digitalisierung? Dann abonniere den Kanal und bis zum nächsten Mal.